Willkommen auf Womoblog. Ziemlich blöde Situation. Wenn es dunkel ist, habe ich momentan das Problem, dass meine Seitenbegrenzungsleuchten und die Positionsleuchte hinten oben nicht zu sehen ist. Die ist dunkel. Totale Scheiße, wenn du im Dunkeln unterwegs bist. Auf der Autobahn, auf der Landstraße ist es schon schlimm genug. Aber wenn du in eine enge Hauseinfahrt reinfährst, rückwärts, dann fehlen dir sogar diese Positionslampen, um dich zu orientieren. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, woran es liegt. Habe das halbe Wohnmobil auseinandergenommen. Ich erzähle euch die Story nach dem Trailer. Eine ganz blöde Geschichte im Grunde genommen. Du fährst auf der Autobahn, es ist noch hell, es wird langsam dämmerig, es wird dunkel und dann merkst du erst, verdammt, meine Begrenzungsleuchten laufen nicht. Oder auch die Positionsleuchten hinten, diese rote und weiße Lampe. Spätestens in der Stadt wird dir klar, man erkennt dich auch von der Seite dann nicht. Und als ich rückwärts in meine Einfahrt reingefahren bin, wurde es wirklich kriminell. Denn diese kleinen orangen Lämpchen haben mir im Endeffekt den Weg gezeigt, durch die Reflexion im Endeffekt auf die Wände rechts und links, wie knapp bin ich an den Wänden. Und ich habe gerade mal 2 Zentimeter an den Spiegeln in meiner Durchfahrt. Also da wurde es wirklich unangenehm und es war klar, ich musste da irgendwas tun. Also habe ich mich auf die Suche nach den Kabeln gemacht. Wo führt das hin? Wo kommt das her? Ich habe die ganzen Sicherungen durchgecheckt. Die Sicherungen vorne am Armaturenbrett. Am Motor gibt es nochmal einen Block mit Sicherungen. Dann habe ich im Internet gefunden, es gibt nochmal Sicherungen für alle möglichen Anbauteile, die in dem Seitenholm hinter dem Fahrer, hinter dem Beifahrersitz sitzen. Nirgendwo. Und jetzt wird es interessant. Erstaunlicherweise sind diese Begrenzungsleuchten und die Positionsleuchte hinten nicht über die Licht- oder Motorsteuerung des Autos verbaut oder angeschlossen, sondern über das EBL. Das wollte ich auch erst nicht glauben. Das EBL, den Elektronikblock des Wohnmobils. Also das ist nicht nur bei Euramobil so, das ist eigentlich bei fast jedem so. Solltet ihr also mit den Begrenzungsleuchten Probleme haben, schaut mal bei eurem EBL nach. Aber auch da waren alle Sicherungen in Ordnung. Also das war es auch nicht. Also nochmal im Internet geschaut. Hier hat irgendeiner den Tipp gegeben, schließ einfach neue 12 Volt Kabel an und gut war. Ja, das war meine letzte Hoffnung in dem Moment. Ich wollte dann aber erstmal schauen, ist vielleicht irgendein Kabel abgegangen und habe alle Kabel durchsucht. Und das Interessante beim Euramobil ist ja, wir haben bei Euramobil überall in allen Schränken, ich hoffe man sieht das jetzt hier ein bisschen, die Kabelkanäle verbaut. Also das geht durchs ganze Wohnmobil und auf die Art und Weise konnte ich natürlich sehr gut an die Kabel ran. Und draußen die Positionsleuchte. Also hier sitzt die Positionsleuchte vom Euramobil und ihr seht schon, direkt dahinter bei mir ist ein Schrank und juche, hier oben habe ich die Kabel nachher gefunden für die Positionsleuchte und konnte durchs ganze Wohnmobil jetzt diese Kabel verfolgen. Und das geht dann irgendwann mal bis runter in den Unterboden. Also hier hinten rein und da versinken die Kabel irgendwie im Unterboden. War zumindest mal ein Erfolg. Ich konnte jetzt die Kabel bis zum EBL verfolgen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Beifahrerseite. Den kompletten Beifahrersitz ausgebaut, damit ich dann unten ans EBL komme. Da ist das gute Stück und ihr seht schon, hier haben wir noch eine Reihe von Sicherungen. Hier oben, das sind meine Lampen. Hier unten, das sind alle möglichen anderen Verbraucher, aber alle sind in Ordnung. Also daran liegt es nicht. Also habe ich mir die Kabel angeguckt. Die Kabel kann man jetzt nachvollziehen und ja, ausmessen. Das Problem ist nur, alle waren in Ordnung. Das hier ist D+ und das wurde plötzlich interessant. Wirklich weitergekommen bin ich aber überhaupt nicht. Ich habe dann im Internet recherchiert. Ich habe in Foren geschrieben und in der Facebook-Gruppe mir dann sogar noch einigen Hohn und Spott eingehandelt, weil die Leute sagten, ey, ausgerechnet du fragst uns, wie die Technik im Wohnmobil funktioniert. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen und
Um ehrlich zu sein, ich weiß ja über die Wohnmobile nur durchs Internet, über euch im Endeffekt so gut Bescheid. Und na klar, das eine oder andere kann man auch selber rausfinden. Aber im Grunde ist die Community das Entscheidende, was uns doch weiterbringt. In dem Moment half das alles nichts. Keiner hatte einen Tipp, keiner hatte eine Idee. Ich war mit meinem Latein am Ende. Es war soweit, ich wollte in die Werkstatt gehen. Ich hatte mit denen schon telefoniert und die Jungs dort haben mir gesagt, also ich sollte mich darauf einstellen, dass auch sie mehrere Stunden abrechnen werden, denn sie werden auch jedes Kabel durchmessen, wenn ich das über die Sicherung nicht gefunden habe. Also so einfach wird der Fehler nicht zu finden sein. Und jetzt wird es kurios. Ich war wieder auf der Suche nach dem Fehler und kam hier nur an den Ladebooster mal so kurz ran, bisschen an den Kabel rumgespielt und plötzlich gingen hier draußen die Lampen von der Außenbegrenzung an. Ich war total irritiert, weil mit dem Ladebooster habe ich das überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht und im Endeffekt war es diese kleine Brücke hier, die am Ladebooster steckt. Dort wird normalerweise D+ eingespeist, damit der Ladebooster erkennt, der Motor läuft. Jetzt ist das ein sehr intelligenter Ladebooster, der braucht das nicht. Deswegen steckt man die Brücke dort rein und sagt ihm, hier, wir haben kein D+-Kabel, sondern benutze deine Automatik, benutze deine Logik, um zu erkennen, dass der Motor läuft. Nur diese kleine Brücke hat einen Wackelkontakt. Und dementsprechend konnte der Ladebooster überhaupt nicht erkennen. Nein, er wurde gar nicht informiert darüber, dass kein D+ kommt. Also er war der Meinung, ich warte mal, bis der Motor eingeschaltet wird. Da das Kabel keine Funktion hatte, war die Automatik ausgetrickst. Und genau da liegt das Problem. Solltet ihr mal einen Kühlschrank haben, der nicht läuft oder die Drittstufe fährt nicht ein, dann checkt mal, ob euer D+ funktioniert. Oder ob ihr einen intelligenten Ladebooster mit so einer Brücke habt. Und diese Brücke ist vielleicht nicht mehr drin. Brücke wieder reingesteckt. Und schon läuft wieder alles. Völlig irre. Ein Haufen Arbeit für nichts. Ich weiß gar nicht, wie lange die Werkstatt vielleicht da gesucht hätte. Ich habe es gefunden. Für die Zukunft weiß ich Bescheid. Also sollte irgendwann mal D+ im Wohnmobil ausgefallen sein, dann ist eine Idee der Ladebooster. Denn der Ladebooster gibt gegebenenfalls den Strom nicht weiter ans EBL und dementsprechend machen die Geräte nicht auf. Verrückte Geschichte. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Clip gefallen. Dann würde es mich freuen, wenn ihr uns ein Like gebt. Besucht uns mal auf Womoblog, da gibt es noch eine ganze Reihe von Produkttests, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte für euch. Ja, na klar, und schreibt mir mal einen Kommentar. Vielleicht hilft euch das in der Zukunft, was ich hier gerade beschrieben habe. Vielleicht findet ihr es auch total doof, dass ich jetzt hier minutenlang vor mich hin palavert habe. Aber ich war der Meinung, das sollte ich einfach mal erzählen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. So, und ich mache jetzt mal alle Kabelkanäle zu und räume wieder auf und baue den Fahrersitz ab.